Alien Investor präsentiert. Überall reden sie über Strategy, über Michael Saylor, über Konzerne, die sich die Bilanz mit Bitcoin vollladen. Und ich sage dir, das alles spielt keine Rolle, denn viele haben vergessen, wofür Bitcoin gebaut wurde. Nicht als Wette für die Wall Street, sondern als Geld, das niemand kontrolliert. Deshalb stelle ich heute die unbequeme Frage: Was bringt dir dieses Geld, wenn du für jeden Kauf und für jeden Verkauf zurück ins alte Finanzsystem musst? Steile These, Commander. Wenn Konzerne Bitcoin kaufen, steigt der Kurs und die meisten in der Szene feiern jede dieser Meldungen. Du meinst den üblichen Weg: Konto bei der Börse eröffnen, Ausweis hochladen, Gesicht in die Kamera halten. So kaufen fast alle. So habe ich auch angefangen, bequem, günstig, einfach. Aber heute schauen wir uns an, was dieser bequeme Weg wirklich kostet und warum der andere Weg kein Fall für Paranoiker ist, sondern der Kern der ganzen Idee. Thorsten, übernimm. Gehen wir es an. Es geht heute um eine Entscheidung, die vor dem ersten Satoshi fällt und die sich später kaum noch korrigieren lässt, auf welchem Weg deine Bitcoin zu dir kommen. 1. Der Datensatz, der nie verschwindet. Wenn du bei einer Börse oder einem Broker Bitcoin kaufst, kaufst du nie mehr Bitcoin. Du erzeugst einen Datensatz. Beide Seiten deines Ausweises. Ein biometrisches Video deines Gesichts. Deine Steuernummer, deine Adresse, deine Bankverbindung. Und ab dem ersten Kauf kommt alles weitere dazu, jede Transaktion, jeder Betrag, jeder Zeitpunkt, fest verknüpft mit deinem Namen. Dieser Datensatz liegt auf Servern, die du nicht kontrollierst. Er bleibt gespeichert, solange es den Anbieter gibt und meist deutlich länger. Und er bleibt nicht beim Anbieter. Kryptodienstleister in der Europäischen Union müssen Transaktionsdaten ihrer Kunden künftig automatisch an die Steuerbehörden melden. Das ist keine düstere Prognose, das steht so in europäischen Regeln, die bereits beschlossen sind. Und Datenbanken werden geleert. 2020 traf es ausgerechnet Ledger, einen der größten Hersteller von Hardware-Wallets. Die Kundendatenbank landete im Netz, mehr als 270.000 Namen mit Wohnadressen und Telefonnummern frei abrufbar. Menschen, die nur ein Gerät für die sichere Verwahrung gekauft hatten, bekamen Drohnachrichten mit ihrer Wohnadresse und später sogar Briefe nach Hause. Diese Daten sind bis heute draußen und sie bleiben es. In Band 3 steht dazu ein Satz, den du dir merken solltest: Was nicht existiert, kann nicht gejagt, nicht abgefragt und nicht gegen dich verwendet werden. 2. Die Geschichte zweier Käufer. Stell dir zwei Käufer vor, Markus und David. Beide kaufen am selben Tag Bitcoin für 2.000 Euro. Markus macht es bequem, Konto bei einer großen Börse, Ausweis hochgeladen, 10 Minuten später ist der Kauf durch mit minimalem Aufschlag. David wählt den anderen Weg, er kauft von einer Privatperson über einen dezentralen Marktplatz. Das kostet ihm mehr Zeit und ein paar Prozent Aufpreis. 5 Jahre später besitzen beide exakt dieselben Bitcoin, aber sie besitzen nicht dasselbe. Markus besitzt seine Coins plus einen Datensatz, den er nicht mehr los wird. Die Börse kennt seinen Bestand. Die Behörden bekommen seine Transaktionen gemeldet. Jede Analysefirma, die seine Adressen untersucht, kann sie über den Kauf mit seinem Klarnamen verbinden. Und sollte die Börse gehackt werden, steht sein Name mit seinem Vermögensprofil im Netz. David besitzt nur seine Coins. Es existiert kein Konto, kein Kundenprofil, keine Meldung. Niemand außer ihm weiß, dass es diese Bitcoin gibt. Der Unterschied zwischen den beiden ist nicht der Kontostand. Der Unterschied ist, wer alles davon weiß. 3. Von Mensch zu Mensch. Bevor wir weitergehen, eine klare Einordnung. Bitcoin zu besitzen ist legal. Bitcoin von einer Privatperson zu kaufen ist legal. Die eigene Privatsphäre zu schützen ist legal. Und die Steuerpflicht bleibt in jedem Fall bestehen, egal wie du kaufst. Es geht hier nicht darum, Regeln zu umgehen. Es geht darum, keine unnötigen Datenspuren zu erzeugen. Aber wie handelt man sicher mit einem Fremden, ohne dass eine Firma dazwischen steht? Die Antwort ist ein Treuhandmechanismus, der ohne Vertrauen auskommt. Beide Seiten hinterlegen eine Kaution in Bitcoin, gesperrt in einer gemeinsamen Transaktion auf der Blockchain. Wer den Handel sauber abschließt, bekommt sie vollständig zurück. Wer betrügt, verliert eigenes Geld. Ehrlichkeit ist hier keine Bitte, sie ist einprogrammiert. Das bekannteste Werkzeug dafür ist BISC, ein quelloffener Marktplatz, der seit 2016 läuft. Keine Firma, kein zentraler Server, kein Konto. Die Software verbindet Käufer und Verkäufer direkt und läuft standardmäßig über das Tor-Netzwerk.
Es gibt schlicht niemanden, den man abschalten oder zur Datenherausgabe zwingen könnte. Welche Plattformen es sonst noch gibt, wie viel Privatsphäre die einzelnen Zahlungswege bieten und wie ein Kauf Schritt für Schritt abläuft, das steht im Buch. Hier zählt das Prinzip, der Handel gehört wieder den Menschen, nicht den Vermittlern. 4. Was Privatsphäre kostet. Rechnen wir ehrlich. Bitcoin ohne Identitätsprüfung kosten mehr als der Börsenkurs. Üblich sind je nach Plattform, Zahlungsmethode und Marktlage etwa 5 bis 12% Aufschlag. Darin stecken die Handelsgebühren, die Netzwerkgebühren und die Risikomarge des Verkäufers. Das ist viel Geld und es wäre unehrlich, das klein zu reden. Aber schau genau hin, was du dafür bekommst, die Nichtexistenz eines Datensatzes. Beim Börsenkauf sparst du die Prozente und bezahlst dauerhaft mit deinen Daten Jahr für Jahr, solange der Datensatz existiert. Beim Kauf von Mensch zu Mensch bezahlst du einmal beim Kauf und danach bist du frei. Ob dir das den Aufpreis wert ist, kann dir niemand abnehmen. Es ist keine Rechenaufgabe, es ist eine Wertfrage. Und wie bei einer Versicherung erkennst du den Wert erst in dem Moment, in dem du sie gebraucht hättest. 5. Zweigleisig fahren. Heißt das jetzt, der Börsenkauf war ein Fehler und ab morgen gibt es nur noch den harten Weg? Nein. Die ehrliche Antwort lautet zweigleisig fahren. Ein Sparplan und Einmalkäufe bei einem regulierten Anbieter wie 21 Bitcoin sind bequem, günstig und planbar. Parallel dazu wächst ein zweiter Bestand ohne Identitätsdaten, gekauft von Mensch zu Mensch. So verbindest du das Beste aus beiden Welten und genauso hält es der Commander auch. Eine Regel ist dabei nicht verhandelbar, beide Bestände bleiben strikt getrennt. Eigene Wallets für jeden Bestand und niemals eine Transaktion, die beide verbindet. Denn eine einzige gemeinsame Transaktion verknüpft die anonymen Coins rückwirkend mit deinem Namen und die teuer gekaufte Privatsphäre ist dahin. Wie diese Trennung praktisch funktioniert mit eigener Wallet-Struktur und Coin-Control zeigt Kapitel 8 von Band 3. Und dokumentiere von Anfang an. Beim Kauf von privat erstellt dir niemand einen Jahresreport, du bist dein eigener Broker. Kaufdatum, Betrag, Kost und Zahlungsweg gehören zu jedem Kauf notiert, für die Steuer und für dich selbst. Wer beide Bestände sauber trennen will, braucht ein Werkzeug dafür. Deshalb hat der Commander das Bitcoin-Steuertool gebaut. Es führt Käufe mit und ohne Identitätsprüfung strikt getrennt und erzeugt daraus getrennte Reports. Mir ist kein anderes Programm bekannt, das diese Trennung macht. Und deine Daten bleiben bei dir, die Berechnung läuft komplett lokal in deinem Browser, ohne Konto und ohne Hochladen. Der Rechensinn ist quelloffen, du kannst also nachprüfen, dass nichts abfließt. Eine kostenlose Demo ist in der Beschreibung verlinkt. Bevor es weitergeht, kurz zum Fundament deiner Freiheit. Geld. Wenn du unkompliziert Bitcoin kaufen und gleichzeitig diesen Kanal unterstützen willst, habe ich was für dich. Mit 21 Bitcoin kannst du unkompliziert und schnell Bitcoin kaufen und gleich per Auto-Wallet-Transfer auf deine eigene Wallet übertragen lassen. Ich habe das Kennwort Alien Investor im System hinterlegt. Das ermöglicht eine Ersparnis von 20% bei den Kosten für den Kauf bei 21 Bitcoin. Genau, und wer Bitcoin hat, muss sie auch wie ein Profi sichern. Ich nutze dafür die Bitbox. Für diese digitale Tresorschachtel aus der Schweiz gibt es mit unserem Kennwort 5% Preisnachlass. Die Verlinkungen dazu befinden sich unter der Videobeschreibung. Bitcoin ist der Ausgang aus dem alten System, aber wenn dein einziger Weg rein und raus durch die Bank führt, dann hast du den Ausgang nur besichtigt, nicht benutzt. Und der Anfang darf trotzdem bequem sein. Zweigleisig fahren, beide Bestände sauber trennen, alles dokumentieren. Die komplette Anleitung mit Plattformen, Zahlungswegen und der Wallet-Trennung steht im Band 3, das dezentrale System, Kapitel 4, 5 und 8. Und dann geh einen Schritt weiter, bau Verbindungen auf, lerne die Menschen kennen, die Bitcoin so nutzen, wie es gemeint war. Jeder Handel, der ohne Bank auskommt, macht das alte System ein Stück überflüssiger. Genau dafür wurde dieses Geld gebaut, nicht für Konzernbilanzen. Damit bleibt mir nur noch eins zu sagen übrig, Commander. Vertraue niemanden, manage deine Finanzen selbst. Wenn dir das Video gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren und Links in der Beschreibung benutzen, um den Kanal zu unterstützen. Und falls du es noch nicht wusstest, auf alieninvestor.org findest du das alles selbst. Mein Bitcoin-Steuertool, mit dem du deine Steuer ohne fremde Hilfe machst, der Alien Analyzer, der dir Aktien wie Apple auf Herz und Nieren prüft, meine Aktienanalysen und meine laufenden Bitcoin-Kursanalysen.
der Powerlord Chart und mein Mission Control Dashboard. Meine Blogartikel zu allen wichtigen Themen, meine Apps im Nostros App Store, frei von Google und Apple, meine Bücher, direkt bei mir oder als Kindle und das Alien Phone, ein Handy mit vorinstalliertem Graphene OS, ein Ort, ein Ziel, deine digitale Souveränität.